Willkommen zum zweiten Teil des Basic-Tutorials für Point-and-Click-TK. Wir öffnen mal das Projekt, was wir im ersten Basic-Tutorial erstellt haben. Natürlich wieder den falschen Ordner. Da. So. Im ersten Teil haben wir einen Raum erstellt, ein paar Objekte reingeknallt, einen Charakter und wir konnten schon erfolgreich in dem Raum herumrennen. Aber für ein richtiges Spiel ist das natürlich noch zu wenig, weil wir brauchen erstmal ein paar Aktionen. Also fügen wir als allererstes erstmal ein paar Spielebefehle hinzu. Dazu brauchen wir dieses Fenster hier. Hier seht ihr jetzt links zwei Spalten und hier kommen die Spielbefehle rein. In der linken Spalte kommen die Befehle so herein, wie wir sie in den Skripts später benutzen. Wir erstellen jetzt mal ein paar Klassiker. Und in der rechten Spalte sind sie so abgebildet, wie sie später als Text im Spiel erscheinen. So, das sind jetzt unsere 4 Extra-Befehle, die wir im Spiel benutzen wollen. Und damit wir die auch auswählen wollen, müssen wir eine Steuerungsvariante benutzen. Und wir nehmen jetzt mal, weil es am einfachsten ist, unterschiedliche Mauszeiger, die wir per rechte Maustaste umherschalten können. Dazu stellen wir erstmal ein, ja, das steht schon richtig, Right-Click Changes the Cursors, Classic, so wie es man aus dem Spiel wie Sam & Max kennt, so lassen wir das auch. Und wir brauchen natürlich erstmal die neuen Grafiken. Dazu erstellen wir mal einen zweiten Ordner und fügen aus dem Tutorial Pack die Grafiken aus dem Ordner Basic 2 hinzu. Und hier seht ihr jetzt schon, hier haben wir noch ein paar extra Cursor, die wir jetzt hier reinpacken. Und hier seht ihr Command, Walk to, können wir jetzt diesen Mauszeigern einen Befehl zuordnen. In dem Fall ist das hier Look. Dann haben wir Use. Pickup und Talk. So, jetzt haben wir ein paar Spielbefehle und können die mit der Mauszeiger auswählen. Jetzt müssen wir nur noch auf diese Spielbefehle reagieren können. Und das machen wir mal testweise mit diesem Gemälde. Wir gehen nochmal ins Skript davon. Hier On-Mouse und On-Click waren bereits beim letzten Mal drin. Und jetzt werden wir uns das Gemälde noch anschauen können und dazu reagieren wir jetzt auf einen der Spielbefehle und zwar auf Look. Und zwar lassen wir dann unseren Charakter einen kurzen Satz sagen. So. In dem Fall lassen wir den jetzt nur per Text sprechen. Wir fügen jetzt keine Sounddatei hinzu, die wir natürlich nicht haben. Wenn ihr aber ein Spiel mit Sprache erstellen wollt, würde hier noch ein dritter Wert hinzukommen, in dem Fall der Dateiname des entsprechenden Satzes, der gesprochen wurde. Aber für unser Basic Adventure reicht es erstmal so. So, dann haben wir das schon mal geändert und können das auch gleich mal ausprobieren, wenn wir schon dabei sind. Wie ihr seht, können wir jetzt die Mauszeiger umherschalten und wenn wir Schauen machen, sagt er seinen Satz. So, was wir jetzt als nächstes noch brauchen ist, was ist, wenn der Spieler etwas versucht, was nicht angedacht ist. Zum Beispiel könnte ich ja jetzt versuchen, dieses Bild zu benutzen. In dem Fall passiert jetzt nichts. Nichts ist aber irgendwie blöd. Deswegen müssen wir noch etwas einbauen, dass der Charakter immer eine Meldung von sich gibt, wenn etwas nicht funktioniert. Dazu klicken wir noch auf unseren Charakter und gehen in sein Skript. Auch Charaktere haben eigene Skripte. Und in dem Fall für Charaktere, die wir steuern, machen wir Folgendes. Es gibt nämlich On-Can't-Events. Das heißt, es fängt mit Can't an und anschließend folgt der Name eines Befehls. Wenn ich also jetzt eingebe On-Can't-Look,
kann ich als Satz hinzufügen. Ja, falsch geschrieben wahrscheinlich, egal. Und den Satz sagt er jetzt immer dann, wenn ein Objekt kein OnLook hat. So wie zum Beispiel beim Tisch. Würden wir hier jetzt versuchen, den Tisch anzuschauen, würde er also sagen, I don't see anything interesting. Das Ganze können wir dann auch zum Beispiel mit Talk machen. Und wenn wir nicht jeden weiteren Befehl spezifisch abarbeiten wollen, hoppala, da haben wir einen Can't vergessen, können wir das Ganze auch verallgemeinern, beziehungsweise alle restlichen Befehle auf einmal abarbeiten, indem wir ein onCan't_all hinzufügen. Und hier kommt etwas ganz Allgemeines rein. That doesn't work. Das kommt jetzt zum Beispiel, wenn wir versuchen, das Bild zu benutzen oder es mitzunehmen. Auch das können wir schnell testen, ist ja schnell erledigt. That doesn't work. Und wenn ich versuche, damit zu reden, I cannot talk to that. Und hier, wenn wir kein OnLook haben, I don't see anything interesting. Und das funktioniert jetzt bei jedem weiteren Objekt, was keine On-Events für die entsprechenden Befehle hat. So, was machen wir als nächstes? Nun wollen wir mal einen Gegenstand hinzufügen. Und zwar legen wir hier auf diesen Tisch, werden wir jetzt einen Schlüssel platzieren. Dazu erstellen wir erstmal ein weiteres Objekt, das wir Key nennen. Und wir füllen eine entsprechende Grafik hinein. Und platzieren diesen Schlüssel auf den Tisch. So. Der Schlüssel muss natürlich genauso wie der Tisch die gleiche Einstellung haben. Damit wir auch den Charakter dahinter und davor darstellen können. So. Der Schlüssel bekommt mal die gleiche Position wie der Tisch. Wir werden den Schlüssel anschauen können. Und natürlich, wir wollen den Schlüssel mitnehmen. Deswegen werden wir onPickup benutzen. Hier brauchen wir mehrere Befehle, denn wir müssen jetzt zum einen einen Gegenstand hinzufügen. Erstmal den Charakter und dann Key. Und das Objekt Schlüssel, was auf dem Tisch liegt, müssen wir verschwinden lassen. Dazu benutzen wir den Befehl setObject, wieder Key und setzen das Ganze auf 0. Optional kann man hier jetzt natürlich noch eine entsprechende Animation für den Charakter einfügen oder einen Soundeffekt, wenn man will, aber beides lassen wir erstmal bleiben. So, jetzt brauchen wir natürlich einen Gegenstand. Dazu klicken wir auf dieses Symbol, nennen das Ganze Key und fügen entsprechende Grafik ebenfalls wieder ein. Zack, das ist jetzt unser Gegenstand Schlüssel. Probieren wir auch das mal wieder kurz aus. Wir können ihn angucken, benutzen können wir nicht, aber wir können ihn mitnehmen. So, jetzt ist das Objekt verschwunden, aber wo ist der Gegenstand hin? Was wir jetzt als nächstes brauchen, ist natürlich eine Inventory, damit wir diesen Gegenstand auch irgendwo benutzen können. Da wir jetzt eine Steuerung gewählt haben, rein mit Mauszeigern, werden wir am besten jetzt ein Symbol benutzen, das dauerhaft auf dem Bildschirm eingeblendet ist, womit wir eine Inventory öffnen können. Dazu benutzen wir den sogenannten Anywhere-Raum. Also wir erstellen jetzt erstmal einen neuen Raum, wir nennen den Any. Der Raum bleibt leer, da kommt keine Hintergrundgrafik oder sonstiges rein. Und wir werden diesen Raum hier unter Taskbar Room for Anywhere Objects Any eintragen.
Der Anywhere-Raum oder Überall-Raum hat folgenden Vorteil, der wird immer, egal wo man sich im Spiel befindet, eingeblendet, das heißt über das eigentliche Spielgeschehen. Hier können wir also jetzt Objekte und Sonstiges direkt auf den Screen machen und im Spiel wird es an der Stelle immer wieder eingeblendet. Also brauchen wir jetzt erstmal ein Objekt für die Inventory. Das wird in dem Fall eine Tasche sein. Und falsche Grafik. Ja. Und damit wir auch eine kleine Animation haben, wenn wir mit der Maus drüber gehen, gibt es zwei Grafiken. Ihr seht das hier. Und die zweite kommt dann in den zweiten Zustand. Das heißt, dieses Objekt hat zwei Zustände. Wir fügen dieses Objekt ein, packen das unten rechts in den Raum. So, und jetzt geben wir diesem Objekt ein Skript. So, wir machen wieder ein OnMouse, aber wir benutzen diesmal keinen Show-Info-Befehl, denn würden wir einen Show-Info-Befehl mit diesem Objekt benutzen, dann könnte man dieses Objekt auch mit Spielbefehlen benutzen. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen nicht benutzen, diese Tasche mitzunehmen oder sonstiges ausprobieren. Was wir hier aber machen, ist jetzt das Objekt verändern. Und zwar so, dass der leuchtende Rand erscheint immer dann, wenn wir mit der Maus drüber fahren. Als zweites Event nehmen wir OnMouseOut und setzen das Objekt wieder zurück. Und wenn wir auf das Objekt klicken, wollen wir jetzt eine Inventory öffnen. Dazu benutzen wir sogenannte Subrooms. Den Raum haben wir auch noch nicht erstellt, machen wir aber gleich. Subroom bedeutet im Grunde genommen einen Raum, den ich über den normalen Raum hindrüber lege, temporär. Was heißt, wir erstellen nochmal einen Raum, den nennen wir Inventory. Und in diesen Raum packen wir jetzt eben selbige Inventory rein. Hier seht ihr die Grafik. Wir erstellen also nochmal ein Objekt, Inventory. Packen das hier rein. So, sobald wir jetzt den Subroom aufrufen, würde das hier über dem eigentlichen Spielgeschehen erscheinen. Müssen wir natürlich noch entsprechende Inventory erstellen. Dazu gehen wir hier in den Inventory-Modus und ziehen hier eine Inventory drüber. So, wie ihr seht, passt das schon fast. Das können wir aber noch genauer anpassen. So, ist jetzt nicht 100%ig pixelgenau, aber kann man machen. Und wenn wir dann diesen Subroom öffnen, werden wir dann den Gegenstand, den wir hinzugefügt haben, hier sehen können. Damit diese Inventory auch vernünftig funktioniert, bedienbar ist, brauchen wir noch zwei Dinge. Zum einen, was immer empfehlenswert ist, wir entstellen mal einen Dummy. Ein Dummy ist ein leeres Objekt. Und dieses Objekt wird so groß sein wie der Raum. Das Dummy nun hinzufügen und damit das Ganze hinter dem eigentlichen Feld ist, werden wir noch hier Rechtsklick drauf machen, Set to Back. So, jetzt ist die Inventory vorne und beim Dummy machen wir Folgendes. Wir gehen ins Skript und bei OnClick fügen wir einen Return-Befehl. Ein Return-Befehl schließen Subrooms. Das soll heißen, dass wenn der Spieler außerhalb dieser Inventory klickt, schließt sich die Inventory wieder. Funktioniert auch mit der Escape-Taste, aber es ist immer ganz praktisch, wenn der Spieler zwei Möglichkeiten hat, das Ganze zu beenden. Dann brauchen wir noch was für die Inventory und zwar müssen wir Buttons erstellen, dass wir in der Inventory scrollen können. Ist natürlich jetzt, wo wir nur einen Gegenstand haben, eigentlich sinnlos, aber wir nehmen einfach mal an, dass wir ein größeres Spiel hätten, wo wir irgendwann mehr als 12 Gegenstände haben. Deswegen erstellen wir erneut zwei Objekte. InfUp. Wird genauso funktionieren wie der Button für die Tasche. Also mit Aufleuchten. Und wir erstellen das Objekt InfDown.
Und die Objekte kommen auch wieder hier rein. Auch hier brauchen wir wieder ein Skript. Das gleiche wie bei der Tasche, ein On-Mouse und ein On-Mouse-Out. Und beim Klick gibt es folgenden Befehl. Der heißt so ziemlich genauso. Inf-up, in dem Fall 4. Das bewirkt, dass die Inventory gescrollt wird und zwar 4 Schritte nach oben. Die Anzahl muss der Breite eurer Inventory entsprechen. Das heißt, um 4 Items geht es dann nach oben. So, das kopieren wir schon mal, denn fürs Unten-Skript ist es fast das gleiche. So, und damit ist unsere Inventory eigentlich schon fertig. Halt, noch nicht. Was wir natürlich auch noch brauchen, auch das Objekt braucht ein eigenes Skript, damit wir es später benutzen können. Das funktioniert fast genauso wie bei Objekten. Oder ich zeige euch mal kurz was anderes. Es gibt nämlich auch Vorlagen und auch für Gegenstände gibt es eine allgemeine Vorlage, die die meistgenutzten Sachen schon einfügen. Ihr seht jetzt hier On Pickup Break. Das hat den Sinn, dass man den Gegenstand nicht nochmal mitnehmen kann. Das heißt, versucht man jetzt diesen Gegenstand mitzunehmen, passiert einfach gar nichts, wird abgebrochen. Wenn wir den Gegenstand benutzen, wird ein Link-Befehl benutzt. Der sorgt dafür, dass dann ein entsprechender Text da steht wie benutze Schlüssel mit. Und der Name Schlüssel, Key in dem Fall, ist jetzt in einem Zwischenspeicher so, dass wir ihn später mit etwas anderem benutzen können. Und außerdem können wir den Gegenstand auch abgeben, wenn wir wollen. Aber in dem Fall haben wir gar keinen Geben-Befehl, deswegen kommt das weg. Und wir wollen den Gegenstand natürlich noch angucken können. Und jetzt können wir den Gegenstand noch angucken. Ja. Dann schauen wir uns das mal an, sammeln den Schlüssel auf. So, das ist unser Schlüssel. Den nehmen wir mit. Und ihr seht jetzt hier, wenn wir mit der Maus über die Tasche gehen, einen Klick und hier passiert natürlich nichts, weil wir nur eine Sache in der Inventory haben. Und da ist unser Schlüssel. Wir können ihn angucken, That's the Key, und wir können ihn benutzen. Und was ihr hier jetzt seht, ist, dass der Schlüssel neben dem Mauszeiger erscheint. Das heißt, jetzt ist er verbunden. Eine Kleinigkeit haben wir noch vergessen. Ihr habt gerade gesehen, dass als ich den Schlüssel benutzt habe, dass die Inventory nicht verschwunden ist. Wenn man eine Inventory in einem Subroom benutzt, sollte man immer dafür sorgen, dass dieser Subroom auch nach dem Benutzen geschlossen wird. Deswegen kommt in das On-Use-Event noch ein Return-Befehl. So, jetzt haben wir einen Schlüssel in der Inventory. Wir können diesen Schlüssel aufsammeln und ihn benutzen. Jetzt brauchen wir natürlich nur noch etwas, womit wir ihn benutzen können. Deswegen werden wir hier jetzt eine Tür hinzufügen. Dazu erstellen wir abermals ein Objekt. Da wir im Spiel höchstwahrscheinlich mehrere Türen haben, nennen wir die jetzt mal Room 1 Door. Und auch dafür haben wir entsprechende Grafiken. Room 1 Open Door. Und auch diese Tür fügen wir hinzu. Passen sie jetzt erstmal an, dass es grafisch passt. Ein bisschen nach links.
das sieht gut aus. So. Wir haben jetzt ein Objekt, das nur einen Zustand hat. Macht aber nichts, wir werden einfach den zweiten Zustand benutzen, der zwar keine Grafik hat, aber die geschlossene Tür ist ja bereits vorhanden in der Hintergrundgrafik, deswegen brauchen wir dafür keine extra Grafik. So, da die Tür am Anfang geschlossen sein soll, lassen wir sie also bei Zustand 2. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, die Darstellungsart wieder zu ändern. In dem Fall lassen wir die Einstellung auf hinten, weil wir in dem Fall nicht vorsehen, dass der Charakter hinter die Tür laufen kann. Da haben wir jetzt einfach zu, machen wir es uns einfacher. Dann bleibt er jetzt immer davor. So sähe sie aus, wenn sie offen ist. Dann, wenn wir später aus dem Raum herausgehen wollen, wollen wir noch Folgendes machen. Damit der Charakter schön wirklich hier rausgeht, müssen wir hier noch ein Verdeck einfügen. Ein Verdeck ist im Grunde genommen einfach nur ein Objekt mit der gleichen Grafik, die wir dann in der Einstellung davor setzen können, so dass der Charakter davon verdeckt wird. Wir erstellen das mal. Nehmen das mal Overlay. Das ist jetzt einfach nur die gleiche Grafik aus dem Raum nochmal freigeschnitten. Und wir passen auch die wieder an. Schauen, ob es passt. Moment, mach einen höher und einen nach links. So. Die bekommt jetzt die Einstellung Mitte. Denn wir wollen ja sowohl fähig sein, davor zu gehen, als auch dahinter, wie ihr seht. Und genau so soll das auch sein. So, jetzt schließen wir die Tür wieder. So soll sie ja den Grundzustand haben, wenn wir das Spiel starten. Und jetzt wollen wir die Tür aufschließen. So. Dazu müssen wir dem Skript der Tür natürlich erstmal wieder den Standardkram beibringen. So, beim On-Click wird es jetzt etwas komplizierter, aber nur etwas. Wir müssen jetzt hier unterscheiden, welchen Zustand die Tür hat und dahingehend den Charakter woanders hinschicken. Ist die Tür jetzt geschlossen, in dem Fall Zustand 2, wollen wir den Charakter jetzt hier hinschicken, 818. Dazu benutzen wir einen if-Befehl. If-Object überprüft den Zustand des Objekts. Room 1 Door. Wenn es den Zustand 2 hat, 818. 4, das ist nach links. So, dann wird es ja dann noch ein bisschen komplizierter, denn wenn die Tür auf ist, gibt es noch einen Unterschied, den wir beachten müssen, nämlich welchen Befehl wir benutzt haben. Wollen wir die Tür zum Beispiel wieder benutzen, zum Beispiel um sie zu schließen, muss ich mich woanders hinstellen, als wenn ich durch die Tür gehe. Deswegen überprüfen wir nun erstmal, ob die Tür auf ist. Wenn sie auf ist, überprüfen wir noch was. Dazu machen wir wieder ein paar Klammern. So, und dazu gibt es den Befehl if-Command. Und hier tragen wir nun ein use. Hier kommt die gleiche Position rein, nämlich um die Tür wieder schließen zu können. Und zuvor machen wir hier nochmal einen Walk-to-Befehl rein und in dem Fall gehen wir zu diesem Punkt. Der ist momentan noch zu, den machen wir gleich aber auch noch auf. 1.18. So, was hier jetzt passiert ist folgendes: On-Click. Er überprüft den Türzustand. Nehmen wir an, die Tür ist 1. Dann führt er ein Walk-to aus, der aber, sofern der Befehl use ist, wieder überschrieben wird. Das heißt, wir können ruhig mehrere Walk-tos hintereinander nehmen, der letzte letztendlich gilt. So. Jetzt wollen wir uns die Tür mal anschauen können. Hier brauchen wir jetzt eine neue Unterscheidung, nämlich die Tür soll ja abgeschlossen sein, wir wollen sie ja mit dem Schlüssel aufschließen. Deswegen brauchen wir jetzt eine Variable, die uns sagt, ob der Spieler die Tür aufgeschlossen hat oder nicht.
Dazu gehen wir nochmal in dieses Fenster, denn hier rechts seht ihr jetzt die Bowls, Merker, und hier stellen wir jetzt einen Merker. Den nennen wir Door Locked. Und der kriegt jetzt ein Häkchen, das heißt zu Spielbeginn ist diese Tür verschlossen und dementsprechend reagieren wir jetzt hier drauf. If Bowl, Door Locked, True. In dem Fall sagt Ben, die Tür ist abgeschlossen. Und wenn wir sie aufgeschlossen haben, das machen wir auch gleich, sagt er einfach nur eine Tür. Jetzt wollen wir die Tür aufschließen. Dazu reagieren wir auf den Link-Befehl des Schlüssels. In dem Fall also onLink, das ist ein spezieller Befehl. Und hier müssen wir zwei Dinge beachten. Zum einen könnten wir theoretisch noch andere Gegenstände damit benutzen, deswegen müssen wir abfragen, was denn benutzt wurde. Dazu benutzen wir den Link-Befehl, if-Link-Befehl, Key. So, wir benutzen jetzt also hier den Schlüssel mit der Tür. Das erste, was wir machen, ist, wir löschen den Gegenstand, den haben wir ja benutzt, und stecken dann in der Tür. Wir setzen den Merker. Und da wir keine Animation oder Sound haben, lassen wir Ben etwas sagen, damit der Spieler weiß, dass die Tür jetzt aufgeschlossen ist. So, jetzt sind wir mit der Tür aber immer noch nicht fertig. Als letzten Schritt müssen wir die Tür noch öffnen und schließen können. Dazu benutzen wir den Benutzen-Befehl. Und auch hier müssen wir natürlich wieder auf die verschiedenen Variablen reagieren. Als allererstes mal, wenn die Tür noch abgeschlossen ist. Ist die Tür also noch abgeschlossen, sagt er einfach nur, the door is locked, und ein Break-Befehl sorgt dafür, dass alles weitere ignoriert wird. So, wenn sie nicht abgeschlossen wird, müssen wir überprüfen, ist die Tür zu oder auf. In dem Fall überprüfen wir jetzt if object door. 2 ist zu, wir erinnern uns. Dann schließen wir die Tür, öffnen wir die Tür jetzt. Wir ändern einmal das Objekt auf 1. Halt, 1 zu viel. Und was wir in dem Fall jetzt auch machen müssen, da sich ja die Walkmap verändert, da wir hier durchlaufen wollen, machen wir Folgendes. Wir setzen diese Reihe hier frei. Das tun wir mit einem setWalkMap-Befehl. Und zwar nehmen wir direkt den hier. Damit kann ich eine ganze Reihe von Walkmap-Punkten freilegen. Und zwar geht das von 1.18 bis 7.18. 18 bis 7.18 und wir wollen sie freisetzen, also true, damit wir darauf laufen können. Und auch hier kommt ein Break-Befehl rein, denn hier unten als letzte Möglichkeit bleibt ja nur noch, die Tür ist aufgeschlossen, aber wir wollen sie schließen. In dem Fall machen wir das hier wieder rückgängig. Wir setzen sie wieder auf 2 und die Punkte werden geschlossen. Jo, dann probieren wir das mal aus. Wir nehmen den Schlüssel mit, schauen in die Inventory, da ist er. Wir benutzen den Schlüssel.
und gehen zur Tür. Oder halt, wir benutzen den noch gar nicht, wir schauen uns erstmal die Tür an und versuchen die mal so zu öffnen. Er sagt, die ist verschlossen, funktioniert nicht. Prima. Dann benutzen wir jetzt den Schlüssel mit der Tür. Er sagt, sie ist jetzt abgeschlossen. Zack, geöffnet. Ich kann sie auch wieder mit dem gleichen Befehl schließen. Und wenn ich sie öffne und gehe, geht er hindurch. Ja. Das funktioniert prima. Was wir jetzt noch als letztes brauchen, ist natürlich ein zweiter Raum. Denn ansonsten bringt uns eine offene Tür gar nichts. Auch den haben wir jetzt in den Grafiken liegen. Wir nennen also einen Room 2. Der sieht so aus. Und auch hier müssen wir erstmal die Walkmap freilegen. Da wir den Raum ja betreten, wenn er auf ist, können wir auch gleich den Grundzustand so einstellen, als wenn die Tür offen wäre. So, das ist die Walkmap. Natürlich müssen wir auch hier wieder dafür sorgen, dass die Größeneinstellung stimmt. Deswegen fügen wir mal kurz Ben hinzu und passen den Raum auch entsprechend an. Wir benutzen mal die gleichen Einstellungen wie bei Raum 1 und gucken mal, ob es passt. Oh, hinten ein bisschen klein. Machen wir das vielleicht ein paar Schritte größer. So ist die Tür. Ja, kann man machen. Dann bekommt auch dieser Raum letztendlich die gleiche Einstellung wie der erste. Enter. Wir erinnern uns, Char Zoom Ben 120. Wir lassen also die Einstellung in dem Raum so. So, dann brauchen wir auch hier eine Tür. Und müssen den ganzen Kram hier nochmal machen. Können aber gleich die Skripte größtenteils kopieren. Offene Tür. Ja. In dem Fall ist sie auch am Anfang offen. Einstellung wieder nach hinten, nie vergessen. Und auch hier brauchen wir ein Verdeck. So, lassen wir das mal so. Einstellung Mitte. Fügen nochmal testweise einen zweiten Ben hinzu. Jo, so soll das sein. Wunderbar, wieder löschen. So, und auch diese Tür bekommt fast das gleiche Skript wie in Raum Nummer 1, deswegen kopieren wir das auch gleich. Skript. Und passen es dann an. So, zunächst mal Door, das bleibt. So, beim On-Click ändern wir erstmal auf 2. Und wir brauchen wieder 2 Walkmap-Punkte. So, einmal den, wenn die Tür geschlossen ist. Das nehmen wir dann 3817.
und ein, wenn die Tür auf ist, das ist hier 4217. Beim OnLook haben wir natürlich nur noch eine Möglichkeit, weil die Tür ja schon aufgeschlossen ist. Ein OnLink brauchen wir nicht, kommt weg. Und das OnUse ebenfalls das für die abgeschlossene Tür weg. Ändern hier die Namen. Und auch hier ändern wir je nachdem, ob die Tür auf ist oder zu, die Walkmap, und zwar von 3917 bis 4217. Und jetzt können wir auch diese Tür öffnen und schließen. So. Und damit wir jetzt zwischen den Räumen hin und her können, fehlt es nur noch an einer Kleinigkeit, nämlich an sogenannten Beam-to-Befehlen. Die sorgen dafür, dass ein Charakter den Raum verlässt. So. Wir erinnern uns, der erste Punkt von Tür 1 war 1.18, darauf machen wir jetzt einen Doppelklick. Und ihr seht jetzt hier die Koordinaten und sehen hier den Begriff Walkmap, der uns sagt, dass wir ein Walkmap-Skript bearbeiten. Und hier fügen wir jetzt einen Beam-to-Befehl ein. Wir nehmen Self, also wieder den Charakter, der auf diesem Punkt läuft. Wir nehmen den zweiten Raum und wir brauchen eine Koordinate. Und zwar schicken wir den auf 4117. Und lassen ihn nach links gucken. Das gleiche auch zurück, und zwar nehmen wir da die Koordinaten 318, merken wir uns hier schon mal. So, und jetzt sollten wir in der Lage sein, vom einen Raum zum anderen zu gehen. Das übliche Schlüssel mitnehmen, Schlüssel mit Tür benutzen, aufmachen und wir gehen hindurch. Zack. Und wir sind im zweiten Raum. Und wir können noch zurückgehen. Voila. Probieren wir mal aus, ob die zweite Tür auch schön zu schließen ist. Zack. Wir können auch die schließen und können anschließend nicht hindurchgehen. Zack, durch. Und der Gegenstand ist natürlich weg, weil wir ihn benutzt haben. Ja, jetzt haben wir schon die erste Spielaktion durchgeführt und im Grunde genommen sind das die Basics. Es werden hier noch ein paar weitere Tutorials folgen, aber für den Anfang kommt ihr hiermit erstmal mit den Grundfunktionen klar und könnt jetzt hiermit weiterarbeiten, um euer eigenes Spiel zu erstellen. Bis dann, ich hoffe, wir hören uns wieder.